Wir schauen deshalb zu Steffen Schwarzkopf, uns aus Kiew zugeschaltet an diesem Morgen. Steffen, Donald Trump. Wir haben es schon ein paar Mal gesagt und es ist ja bekannt, dieser Satz. Ich schaffe das in 24 Stunden, die ganze Sache da zu beenden. Er will mit Putin reden, er will mit Putin sprechen. Innerhalb der Ukraine schaut man wieder rauf und ist da mittlerweile auch von Seiten der Regierung ein veränderter Blick auf Trump. Also an diesem Morgen, würde ich sagen, nach dieser Pressekonferenz, da schaut man mit Skepsis und mit Sorge auf das, was Donald Trump da gesagt hat. Ich fange mit der Skepsis mal an. Wenn Donald Trump sagt, er wird sich zeitnah nach seiner Amtseinführung mit Wladimir Putin treffen und innerhalb vielleicht von einem halben Jahr diesen Krieg beenden, dann würden natürlich alle Menschen heute hier sagen, prima, wenn der Krieg bald zu Ende geht, wunderbar, wir wünschen uns nichts Sehnlicheres als das. Aber wie soll das funktionieren? Welchen Hebel hat Donald Trump da überhaupt gegenüber Wladimir Putin? Ich hatte auch die Möglichkeit, mit Andriy Melnik zu sprechen, dem früheren Botschafter in Deutschland, der jetzt UN-Botschafter der Ukraine in New York werden wird. Und er sagt, die Russen sind überall auf dem Vormarsch. Warum sollte Putin sich da überhaupt auf einen Deal einlassen? Warum sollte er sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter? Also so weit die Skepsis. Dann die Sorge natürlich, dass Donald Trump dann nach dem 20. Januar die Militärhilfen wirklich drastisch runterfahren wird. Und damit verbunden jetzt als letzter Punkt, vielleicht noch darf ich das erwähnen, die Hoffnung mit dem Blick jetzt nach Ramstein. Morgen da wieder die Geberkonferenz in Deutschland und die USA haben schon zugesagt, dass sie dann noch einmal Milliarden an Militärhilfe und Militärlieferungen dann auch zur Verfügung stellen wollen. Also da hofft man, dass jetzt noch in den nächsten Tagen und Wochen viel an Waffen, an Munition hier in die Ukraine kommt. Steffen, und wenn man hinter dir, ich sag mal, den Alltag sieht, mag man gar nicht glauben, dass du dich aktuell in einem Land befindest, das sich im Krieg befinden muss gegen Russland. Und damit schauen wir noch mal so ein bisschen auf das, was an den einzelnen Frontabschnitten geschieht. Welche Informationen gibt es dort? Ja, also ruhig würde ich das auch hier in Kiew nicht nennen. Heute Nacht 4-, 5 Mal Luftalarm, aber die Menschen haben sich natürlich daran gewöhnt. Aber wenn wir jetzt in den Osten gucken, gerade nach Donetsk, die Russen überall an der Front da auf dem Vormarsch, Kurachow zum Beispiel, dort meldet jetzt auch der entsprechende Militärkanal bei Telegram Deep State, dass Kurachow eingenommen wurde. Toretsk beispielsweise ist noch ein bisschen weiter nördlich. Lyman ebenfalls. Die Russen extrem auf dem Vormarsch. Pokrovsk, auch eine extrem umkämpfte Stadt, die droht umzingelt zu werden. Also da wird es schwieriger und schwieriger. Und das sind einfach wahnsinnig schlechte Nachrichten, die die Menschen an diesem Morgen hier hören aus dem Osten. Und deshalb wieder der Bogen zu Donald Trump. Wie will Donald Trump dafür sorgen, dass Putin sagt, wir sind auf dem Vormarsch, wir hören jetzt aber trotzdem auf und wir machen letztendlich einen Waffenstillstand mit der Ukraine. Also das ist das, was die Menschen sich an diesem Morgen hier fragen. Steffen, besten Dank für all diese aktuellen Informationen und Einordnungen.